Ein herzliches Willkommen von eurem Motorradtourer. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe schon mal meine Brille aufgesetzt, damit ich das alles ein bisschen besser sehe hier. Heute ein Video zum Thema Nachrüstung der Stelvio mit dem Öhlins-Federbein, was jetzt ganz neu am Markt ist. Hier im Übrigen seht ihr ein Federbein, das ich bei meiner V85 TT verbaut hatte. Das ist hier die TTX-Technologie. Bei der Stelvio wird ein Federbein des S46 Federbeins, das stammt aus der STX-Familie, verbaut. Und dazu gebe ich euch jetzt ein bisschen mehr Informationen. Wenn es interessiert, wer eine Stelvio fährt, bleibt dran, das ist ganz interessant. Ich habe ja auch bei meinen Facebook-Posts mega viele Rückantworten bekommen. Und das hier soll jetzt mal ein kleiner technisches Video dazu sein. Und auch die Preise kann man jetzt nennen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ein Daumen nach oben wäre natürlich super. Ein Abonnement des Kanals natürlich noch besser. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Die genaue Bezeichnung des Federbeins lautet S46 PR1 C1LS. Es handelt sich dabei um ein Einrohrdämpfersystem. Es handelt sich dabei um einen sehr hochwertigen Fahrwerksdämpfer aus der STX-Serie von Öhlins. Dieses Federbein wurde speziell für Straßenmotorräder mit sportlicher Nutzung und auch für Enduros entwickelt. Und viele der Wettbewerbsmodelle der Stelvio führen dieses Federbein schon serienmäßig mit sich. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen größer gemacht hier, dass man mich auch ein bisschen besser sieht. Ja, es wird natürlich jetzt die Frage kommen, warum ein Öhlins Federbein und kein Wilbers Federbein. Das Wilbers Federbein wurde ja Anfang des Jahres über unsere Facebook-Gruppe beworben und es haben auch wirklich sehr viele gekauft. Und ich hatte ja jetzt die Gelegenheit, wo wir diese Tour ins Friaul veranstaltet haben, mal den Unterschied auch bei Wilbers und auch von Öhlins zu sehen, weil eine V100 mit dabei war, die Öhlins-Fahrwerk verbaut hatte. Also das Wilbers ist ohne Zweifel natürlich ein sehr kompetentes Fahrwerk und da gibt es nichts zu meckern. Und das Öhlins-Fahrwerk, würde ich jetzt sagen, würde ich noch einen Ticken besser einschätzen. Wobei, das sind sicherlich auch persönliche Geschmackssachen. Mir persönlich gefällt einfach super toll das Design dieses Federbeins. Zum anderen kommt noch dazu, dass mein Freund und auch Händler, der Roland Daes, Firma Modetech, auch Öhlins vertreibt über Andriani und jetzt eben die Stelvio bei einer Fahrt nach Italien mitgenommen hat, damit Andriani dieses Federbein für die Stelvio, das es ja bisher noch nicht gab, entwickeln und verbauen konnte. Ich kann also jetzt überhaupt noch nichts vom Fahren her sagen, aber ich gehe davon aus, das war auf dem Prüfstand und die haben das richtig gut ausgemessen, also mit dem Serienfederbein und haben dann dieses Federbein hier eingebaut. Es gibt ja hier 3 verschiedene Federbeinsysteme, die stelle ich euch gleich vor. Ein Riesenunterschied wird sein, dass einfach, also die haben das relativ einfach beschrieben und ich glaube das auch, dass das so ist. Der Unterschied zu dem Serienfederbein ist einfach der, damit, wenn man schnell fährt, das Federbein immer am Boden bleibt. Also das gleicht einfach viel mehr aus und ist viel schneller und viel sorgfältiger in der Dämpfung. Das wird natürlich, wenn man sehr viel im Zweimannbetrieb fährt, absolut, also da wird es sicherlich eine wahnsinnige Verbesserung darstellen, auch im Durchschlagen und zum anderen auch mit dem Dämpfverhalten selber, denke ich mal. Aber das wird man beim Fahren dann nochmal sehen. Ich werde das sicherlich dann ab Februar, Ende Februar wieder fahren oder wenn das Wetter halt entsprechend ist und das wird man relativ schnell
sehen. Es kommen ja auch vorne bei mir noch diese Adriani Cartridges rein. Das ist jetzt noch nicht gemacht, aber das wird der Roland die nächsten Tagen und Wochen erledigen, dass die wieder einsatzfähig ist. Man muss dazu natürlich auch noch sagen, dass der Roland Daes natürlich ein 100%iger Mechaniker und Betriebsinhaber ist. Also der verkauft nur das, von dem er zum einen selber überzeugt ist und zum anderen, von dem er weiß, dass die Qualität mindestens bei 100% liegt. Und wenn man so einen Dämpfer mal anschaut, auch von der Verarbeitung her oder wie das Finish ist, dann muss man auch sagen, das ist so und das kostet halt auch sein Geld. Ja, war schon immer so. Aber wer da wirklich mal auch die Ahnung davon hat, die fehlt mir sicherlich ein bisschen, so wie er kann dann sicherlich schon sagen, dass da einfach Komponenten verbaut sind, die einfach perfekt sind. Zum einen von der Oberflächenbeschaffenheit und auch von anderen, von den Gummis und von der Dichtigkeit und so weiter. Und ich glaube, das macht natürlich so unterm Strich einfach auch die Perfektion von Öhlins aus. So, und jetzt geht es weiter mit dem Dämpfer. Ja, dann kommen wir mal zu den Einstellmöglichkeiten und Funktionen des Federbeins. Dieses S46 Federbein lässt sich sehr fein individuell abstimmen, um Fahrverhalten an Fahrgewicht, Fahrstil und Einsatzbereich anzupassen. Das erste, was ihr einstellen könnt, ist die Zugstufe, auch genannt Rebound. Das lenkt, wie schnell das Federbein wieder ausfedert. Eine präzise Einstellung hilft bei der Stabilität am Kurvenausgang beim Beschleunigen. Die zweite Möglichkeit, die ihr einstellen könnt, ist die Druckstufe, Kompression. Bestimmt, wie das Federbein auf Stöße und Bodenwellen reagiert. Eine feine Abstimmung hieraus verbessert den Komfort, vor allem auch für den Beifahrer und ein eventuell sportliches Fahrverhalten. Drittens habt ihr die Möglichkeit, die hydraulische Federvorspannung zu korrigieren, erlaubt eine stufenlose Anpassung der Vorspannung. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt, und zwar die verstellbare Länge des Federbeins. Ihr könnt hier den Nachlauf bzw. die Geometrie des Motorrads verändern. Das heißt, man kann das am Federbein runterdrehen, plus minus 3 mm, was natürlich dann am Hinterrad deutlich mehr ist. Wenn ihr relativ klein seid oder auch der Beifahrer relativ klein ist, ändert sich etwas die Aufstiegshöhe von dem Motorrad. Das kann für den einen oder anderen natürlich auch wirklich ein großer Vorteil sein. Wie bereits gesagt, gibt es 3 verschiedene Dämpfersysteme, alle mit den ziemlich gleichen Funktionen. Bei der Moto Guzzi ist der Dämpfer Typ P verbaut. Hier sieht man dann mal die Verstellmöglichkeit der Feder und hier kann man auch sehen, dass dieser Hebel, der ist bei der Moto Guzzi nachher an der Seite angebaut. Das zeige ich aber dann nochmal separat. Da spannt dann die Feder entsprechend vor. Im Innern des Dämpfers befindet sich dann ein Kolben, der an einer Kolbenwelle befestigt ist. Der Stapel der Druckstufenunterlegung befindet sich auf der einen Seite und der Stapel der Zugstufen-Shims der anderen Seite. Wenn die Stelvio jetzt also über eine Bodenwelle fährt, wird der Stoßdämpfer zusammengedrückt und absorbiert die Bodenwelle. Dies wird allgemein als Druckstufe bezeichnet. Während dieser Phase wird die Feder zusammengedrückt und der Kolben schafft es dann zurück in den Dämpfer, wodurch Öl in den Ausgleichsbehälter verdrängt wird. Ja, und hier habt ihr jetzt mal Aufnahmen, genau wie der Dämpfer an meiner Stelvio verbaut ist. Hier links und in der Mitte sieht man die linke Seite und hier rechts das Handrad zum Verstellen auf der rechten Seite. Wir haben also dieses Typ S, das bedeutet Einrohrsystem, Einrohrdämpfer. 46 bedeutet Kolbendurchmesser 46 mm. Der Gasdruckstoßdämpfer
ist mit einem externen Reservoir in Piggyback, nennt sich das, ausgestattet. Einstellbare Zugstufendämpfung, Verstellrad über dem Endauge. Einstellbare Druckstufendämpfung, Verstellung am Ausgleichsbehälter. Länge, das hatte ich vorher schon gesagt, einstellbar und externer hydraulischer Federvorspannungsversteller mit Schlauchverbindung. Das ist hier auf der rechten Seite. Die Vorteile liegen ja auf der Hand. Speziell aufgebautes Federbein, genau für mich eigentlich, auf mein Gewicht abgestimmt, beziehungsweise wenn ich dann mal mit Sozia fahre oder Gepäck, ist es eben so eingestellt, wie ich das brauche. Durch die einstellbare Federbeinlänge habe ich natürlich ein weit verbessertes Handling und mehr Bodenfreiheit, wenn ich das brauche. Ich habe einen deutlich höheren Fahrkomfort durch ein äußerst sensibles Ansprechen und eine progressive Dämpfung. Das heißt, je höher der Dämpfdruck, umso härter wird es dann. Und ich kann in Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung einstellen. Was ich es vorher schon genannt habe, ist ja meine Stelvio nach dem Umbau bzw. nach dem Einpassen bei Andreani in Italien wieder zurück. Und ich war vorgestern schon in der Werkstatt und habe mir das mal angeschaut, wie das aussieht. Also ich kann euch nur sagen, also das sieht hervorragend aus. Und für mich ist das ein anderes Motorrad wie vorher. Also zum einen ist es, diese Schläge von der Hinterhand her sind komplett weg. Zum anderen ist natürlich auch so, dass ich denke, die Dämpfereigenschaften, wenn ich auf langen Strecken mal unterwegs bin, werden einfach deutlich besser sein. Aber das wird sich natürlich weisen, aber ich gehe einfach davon aus, weil das alles ein bisschen massiver und stabiler aussieht und in einer hervorragenden handwerklichen Qualität ist. Andreani hat es ja, also wie ich schon sagte, Andreani hat es mit ausgemessen, die Dämpfungsleistung und die Zugstufen und ich weiß nicht was alles, die da machen können. Und so wurde der Dämpfer jetzt entwickelt, aus Einzelkomponenten zusammengesetzt, was da reingeht. Wegen dem ist auch der Behälter oben, das geht da nicht anders und das Handrad rechts, weil sonst wäre kein Platz mehr da gewesen. Habe ich auch geprüft, die schlägt unten auch nicht auf, das funktioniert alles, aber das sind einfach Spezialisten, das muss man schon ganz klar sagen. Andreani selber hat jetzt mittlerweile diesen Dämpfer in die Verkaufshistorie mit aufgenommen. Da liegt er bei, ich glaube, 1580 Euro. Und der Roland hat mir gesagt, dass er für den Dämpfer einen Spezialpreis machen wird. Dieser Spezialpreis sind 1490 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Er hat auch noch welche am Lager, die er sofort verkaufen kann. Wer also Interesse hat, soll sich doch direkt bei ihm melden. Ich blende die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer unten ein. Also da braucht ihr jetzt nicht mich anschreiben, das macht wenig Sinn. Und in der Facebook-Gruppe, habe ich ja vorher auch schon gesagt, wo richtig viele Anfragen gekommen sind nach dem ersten Post, werde ich die Verlinkung einsetzen von dem Video. Ein zweites Video wird dann erst, sagen wir mal, vielleicht bis im April folgen, wo ich dann einen Fahrbericht dazu mache. Aber ihr könnt sicher sein, dass das eine tolle Sache ist. Zum anderen macht der Roland jetzt auch noch diese Cartridges von Andreani rein und das wird nochmal an der Vorderfront auch nochmal eine deutliche Verbesserung geben, dass sie nicht mehr so einsäuft beim Bremse. Das lasse ich jetzt also auch noch machen und dann ist das Fahrzeug optimal. Grundsätzlich brauchen die Jungs, wenn die so ein System bauen, immer das Fahrergewicht beziehungsweise das Gewicht, was hauptsächlich in der Benutzung steht. Das heißt Fahrer, Beifahrer, Solobetrieb, Einzelbetrieb, Gepäck und so weiter. Und ob er tendenziell soft oder straff abgestimmt werden soll. Und so werden die Federbeinelemente dann gebaut. Wenn man das mal in der Hand hält, also da sieht man schon, das ist richtig eine massiv tolle Sache und das sieht wirklich super aus. Noch besser, wie es auf dem Foto rauskommt. Ich hätte aber natürlich auch so ein TTX 46 Federbein wieder genommen, wie ich es an der V85 TT schon hatte. Das ging leider nicht. Und zwar, weil die TTX 46 Federbeine mit
dünneren Federn, glaube ich, ausgestattet sind. Und die dünneren Federn, die gehen bei der Stelvio aufgrund des Gewichtes nicht. Aber ich glaube, dass jetzt mit dem S46 Federbein das Ideale drin ist, was passt. Das haben ja auch viele andere Enduros drin und da kann man sicherlich was damit anfangen. Und bevor ich jetzt wieder E-Mails bekomme und Schreiben bekomme und Nachfragen bekomme, das ist natürlich keine Werbeveranstaltung für den Roland Days oder Öhlins. Da geht es einfach darum, ich bin von diesem System absolut überzeugt. Ich habe es wegen dem auch schon gefahren und ich bekomme das weder von Öhlins noch vom Roland Days gestellt. Also ich muss meine Sache auch bezahlen und ja, er macht mir natürlich viele Sachen und er weist mich auch viele Sachen hin und so helfe ich ihm über das eine oder andere auch und das eine Hand wäscht die andere, das ist ja wohl immer so. Und ja, im Moment ist ja wohl auch so, dass er in Deutschland, denke ich, der Einzige ist, der überhaupt so ein Federbein anbieten kann. Die anderen sind da nicht dabei und der einzigste andere Hersteller, den es in Deutschland noch gibt, ist meines Wissens Wilbers. Dann haben wir noch das Thema TÜV. Mit dem TÜV beziehungsweise mit einer ABE, also eine ABE wird es sicherlich nicht geben, aber eine Einzelabnahme kann ich mir vorstellen. Wir haben da auch schon mit einem Beamten gesprochen, der das abnehmen kann und da wird es wahrscheinlich eine Lösung geben. Da kann ich aber jetzt noch nicht mehr drüber sagen, weil das noch nicht spruchreif ist. Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal so fahren und werde es dann entsprechend eintragen lassen, wenn der Beamte von TÜV, DEKRA oder GTÜ hier eine Lösung findet, aber da wird es eine Lösung geben und dann kann man das sicherlich auch machen. Für alle, die zu dem Thema TÜV nachfragen. Dann haben wir noch das Thema Vorderradgabel bzw. Federn. Da werden, das hatte ich vorher schon gesagt, die Federn von Andreani nachgerüstet. Da habt ihr hier mal Bilder. Und das zweite ist, dass es für die V100 jetzt auch ein ganz spezielles Öhlins TTX 36 Federbein gibt. Das habt ihr auch hier in der Abbildung. Da werde ich aber über dieses Thema nochmal ein separates Video machen, damit es nicht so langatmig und so lang ist. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wendet euch direkt an Roland Days. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Schreibt es in die Kommentare, das wäre super. Und ansonsten, ja, nächstes Jahr bin ich wieder unterwegs. Ich wünsche euch was. Danke fürs dabei sein. Tschüss, Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao.